Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen von der Pazifikküste Mexikos hier auf Dino Adventure mal wieder. Wir haben mal wieder was Feines zugeschickt bekommen, diesmal von Bluetti, was wir euch vorstellen sollen, was wir mal auspacken sollen und was wir mal ausprobieren sollen. Und ja, wir haben es tatsächlich selber noch nicht ausgepackt. Ich dachte mir, das machen wir diesmal komplett zusammen. Und dann schauen wir doch mal, was da drin ist und was das Ganze so kann. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Ziemlich edel verpackt, muss ich sagen. Also der Stoff, ihr könnt es nicht spüren, aber es macht echt einen guten Eindruck. Hier haben wir, wie der eine oder andere wahrscheinlich schon erahnt hat, ein paar faltbare Solarpaneele. Viermal ausfaltbar. Ich weiß gar nicht, wie viel Watt steht so irgendwo drauf. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls haben wir jetzt kurz vor Sonnenuntergang und noch so ein knappes Stündchen Zeit, so ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen. Deswegen baue ich das Ganze jetzt mal hier auf. Hier für jede Ecke so ein Aufsteller. Und die Aufsteller sind auch noch entsprechend des Sonnenwinkels zum Anpassen einstellbar. Ich habe es jetzt mal auf die höchste Stufe gemacht, weil die Sonne schon sehr niedrig steht. Hier hinten auf der letzten Klappe hat es auch noch irgendein Fach. Da ist irgendwas drin noch. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Das sind dann die Anschlusskabel, die wir gleich brauchen werden, für unser Herzstück aufzuladen. Und ich glaube, schaut mal, das sind sogar Anschluss, ist es scharf hier? Das sind sogar Anschlussstöcke, wie es bei Solarpanelen üblich ist. Also je nachdem, was man so für Solarpaneele verbaut hat in seinem Camper, müsste man da mal abgleichen, kann man die mit Sicherheit auch da als zusätzliches Solarpanel einstecken und die Camperbatterie mit aufladen, was natürlich ganz praktisch ist, weil man das Ding der Sonne nach orientieren kann. So, kommen wir zum eigentlichen Hauptteil, zum eigentlichen Herzstück des ganzen Paketes hier, was wir zugeschickt bekommen haben. Sieht aus wie ein Netzteil, das ist ein Netzteil, um das ganze Ding auch optional an Landstrom aufladen zu können. Dann der Netzstecker dafür und genau, die Solarstecker, das ist dann für Solar, und hier nochmal Zigarettenanzünder, alles um am Ende das Ding aufzuladen. Ja. Klar, Solar und Dingens haben andere Stecker, weil 12 Volt und das hier über Landstrom kann man es dann sehr wahrscheinlich ein bisschen schneller aufladen, deswegen ist da noch was anderes dabei. User Manual, Bedienungsanleitung, sieht relativ klein und einfach aus, aber ihr wisst ja, wie wir Männer sind. Wir probieren lieber, bis es kaputt geht, anstatt die Anleitung zu lesen. Also packen wir die Anleitung mal wieder weg. Ich denke mal, das ist alles relativ selbsterklärend für denjenigen, der schon mal irgendwas mit Batterie und Solar zu tun hatte. Schauen wir mal, ob wir die Anleitung nachher noch brauchen. So. Und hier ist das eigentliche Ding, worum es geht. Unsere kleine Powerbox mit 537 Wattstunden, die kleinste Ausführung von den ganzen Dingern, die es hier gibt. Also die gibt es noch größer in 1000, 2000, 4000 Wattstunden, was weiß ich. Kann man sich dann alles angucken bei Bluetti auf der Webseite oder zu finden auch auf Amazon. Link in der Videobeschreibung und nochmal in den Kommentaren natürlich. Das geht dann so weit, bis man das Ding irgendwann mit dem Trolley hinterherziehen kann, weil die ganze Batteriegeschichte und die Inverter, die da drin verbaut sind, natürlich auch ein bisschen Platz wegnehmen und Gewicht, aber das Ganze trotzdem noch schön kompakt verpackt hier in der Kiste.
Wir haben hier übrigens die US-Ausführung. Der eine oder andere wird sich da wahrscheinlich schon gewundert haben, warum wir hier so komische Schlitze haben. Wir sind ja hier in Mexiko und bleiben voraussichtlich auch noch ein bisschen hier in der Gegend. Deswegen haben wir die US-Ausführung zugeschickt bekommen. Und ganz praktisch sind solche Geräte, wenn man mal irgendwo off-grid unterwegs ist, so wie wir jetzt hier am Strand und vielleicht nicht unbedingt einen Camper dabei hat, sondern nur mit dem SUV oder Jeep unterwegs ist und dann ein bisschen was arbeiten möchte am Laptop oder vielleicht sogar handwerklich arbeiten möchte, was weiß ich, du kaufst dir irgendwo im Wald ein Stück Land und hast halt noch keinen Strom dort liegen, hast noch keine Solaranlage aufgebaut, dann hast du hier so ein Ding und kannst damit ein paar Geräte bedienen, Flex, Bohrmaschine und. So, kommen wir zum Test. Ich habe mir gerade mal zwei Maschinen hier vom Makita ausgeborgt. Die eine mit 550 Watt, die andere mit 900 Watt. Ich denke mal, da wird das Gerät dann aussteigen, weil es ist ja bis maximal 700, aber ausprobieren werden wir es trotzdem mal. Also wie man sieht, funktioniert einwandfrei. Das Ding hat ja eine interne Sicherung drin. Also kaputt gehen wird es nicht, wenn man aus Versehen mal was zu... Läuft sogar. 900 Watt Flex. Gerade mit einer Schleifscheibe drauf. Läuft. Aber man merkt schon, das Ding muss anfangen zu arbeiten. Das war's dann, ja. Es sind halt auch 900 Watt und keine 700 und das Gerät ist ausgelegt bis 700 Watt. Dann geht die interne Sicherung rein, dann schaltet man es einfach wieder ein und kann von vorne beginnen. Aber ich würde sagen, Geräte, gerade solche Geräte, die ja doch ordentlich Leistung haben und ordentlich Drehzahl haben, bis 500-600 Watt kann man damit durchaus bedienen. Ansonsten, wie gesagt, hat es ja auch größere Modelle mit weitaus mehr Power und Leistung, wo man dann auch größere Geräte wie eine Tischkreissäge oder Handkreissäge etc. mit 1000-2000 Watt oder so bedienen könnte. Lass uns doch mal weitermachen hier. Bevor jetzt die Sonne ganz weg ist, packe ich das Ding hier schon mal an die Solarpaneele, damit wir vielleicht noch ein bisschen aufladen können, weil ich glaube, jetzt haben wir nur noch 10 Minuten oder sowas. Input hier, das, wie ich gesagt habe, einmal der Input für 12 Volt, 12 bis 28 Volt und dann der Input für 230 Volt. Genau, beziehungsweise 110 Volt. Wir haben 110 Volt hier mit Adapter. Was hat es überhaupt für Anschlüsse hier? Also wir haben 4x3 Ampere USB und einen USB-C mit bis zu 100 Watt. Das Ganze kann man dann separiert hier ein- und ausschalten, je nachdem was man braucht oder was man nicht braucht. Und dann haben wir hier 4x110 echte Sinuswelle, was für einige Geräte auch ganz wichtig ist, dass man eine vernünftige Sinuswelle hat, und das haben die Dinger. Und dann gibt es zusätzlich nochmal hier 12 Volt Anschlüsse und ganz klassisch hier ein Zigarettenanzünder. Ja, ich habe es jetzt eingesteckt an die Solarpaneele. Da sieht man auch ganz gut, wie viel er leistet. Sieht man nicht gut auf der Kamera. Den Bildschirm nochmal an. Also es sind nur 3 Watt, die die Solarpaneele gerade bringen. Allerdings ist die Sonne auch gerade von Wolken bedeckt und steht schon extrem niedrig. Wir werden es morgen früh nochmal ausprobieren, wenn die Sonne dann draußen ist. So, ich habe mal den Laptop jetzt ausgepackt und dann stecken wir den doch mal an. Hier ist klar ein 230 Volt Laptop, aber der funktioniert ja auch mit Adapter. Und dann muss man das hier noch einschalten. Und hier erkennt man, dass der Laptop jetzt Strom hat.
Und da kann man dann auch im Display sehen, ich weiß nicht, sieht man es auf der Kamera? Kann man dann auch im Display sehen, wie viel Watt erstmal gerade reinkommt. Das ist gar nichts, weil die Sonne weg ist jetzt. Und also zumindest hinter den Wolken sieht übrigens mega schön aus gerade. Zeige ich euch gleich noch ein Bild zu. Und hier sieht man, wie viel rausgeht. Das sind aktuell 50 Watt, die sich der Laptop reinzieht, nur im Startvorgang. Schaut mal, was ich gerade noch entdeckt habe hier. Es hat sogar ein induktives Aufladen. Gerade noch entdeckt hier hinten. Kommen wir rum. Hier ist nochmal Licht. Ja. Warum nicht? Sogar einstellbar. SOS kann es auch. Also eine Stufe. 2 Stufen und SOS oder was? Ja. In dem Sinne, Stop Dreaming, Start Planning, haut auf den Abonnieren-Button. Wer sowas braucht, kauft sich so eine Kiste jetzt unten in der Videobeschreibung. Verlinkt oder nochmal in den Kommentaren verlinkt. Zu finden gibt es das entweder bei Buletti direkt auf der Webseite oder natürlich bei Amazon, eBay und Co. Genau. Werde ich euch alles mal verlinken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß und immer genug Saft in der Batterie.